Weiter geht's. Pokémon Insurgence. Wir sind immer noch in dieser dummen Höhle. Ja. Okay, wir laufen durch die Höhle. Da kann man auch nicht surfen. Hey. Okay. Höhle. Was wollte ich zu der Höhle sagen? Es ist noch nicht viel passiert in dieser Höhle. Scientist Deborah wollte mit ihrem Magnetzone gegen mich kämpfen. Nur blöd, dass sie einen Bulldoze haben und mit dem vierfach triff. Aber trotzdem nicht besiegen. Okay. Aber mein Magby ist schon da noch. Und zum... Ja, da einen letzten Schlag noch geben. Ja, irgendwie hat es doch ein bisschen viel Wasser, wo ich nicht ganz den Sinn dahinter checke. Ich meine, da unten hat es wieder so ein Wasserding, wo geht da hin? Wo geht da hin? Genau, nie. Jesus, es geht jetzt gewiss, aber langsam ein bisschen feister da unten. Eine neblige Angelegenheit, he? Gut, wir gehen trotzdem weiter. Black Belt Tarn, get Hitmonlee. Hit my knee. Earthquake. Dumm. Und der letzte mit dem Magby. Ah, nicht ganz klein. So ein bisschen. Cool. EKP vom Recoil weg. Nehme ich. 47. Super. Hitmontap. Tun wir jetzt aber wechseln, weil jetzt habe ich ja endlich mal ein Psycho-Pokémon dabei, um gegen die Kampf-Pokémon etwas auszurichten. Aber wir wissen, dass mein Psycho-Pokémon ist nicht das stärkste. Ich hoffe trotzdem, dass es mit 1-2 Hits durchkommt. Genau so. Perfekt. Guter Job, Demix. Demix ist schon gleich Level 50, ja? Aber halt viel schwächer, was die Angriffsstärke anbelangt. Naja. Oh, Doppelkampf. Doppelkampf mit Mag ist nicht so gescheit. Juhu, Glauberfassil. Wenn ich nicht so gescheit würde, würde ich mein Gardevoir einfach schnell umbringen. Und da kann man breaken. Submission kann man auch Sachen breaken, cool. Hey, Duck, break. Juhu, Blue Fossil. Irgendwie fehlt da noch eine Melodie, wenn man den Trainer anspricht. Es geht ja nicht direkt in den Kampf hin, es geht ja noch so. Irgendwie so. Je nachdem, welcher Trainer es ist. Das vermisse ich. Aber der Rest ist super. Boom, Rosarade, keine Chance. Rosarade ist schon ein cooles Pokémon. Mantine. Ja, ich habe ja schon das perfekte Pokémon da vorne. Shockwave. Beep, beep, beep. Easy money. Jetzt muss ich allerdings wieder surfen. Oder was heisst da wieder? Ich muss jetzt mal surfen. So. Ah, jetzt bin ich da. Kommen wir da rechts runter? Ja, natürlich kannst du da rechts runter. Ah, du kannst einfach Surfen verhindern. Marowak. Cool. So cool, dass sie flüchten. Oh, das ist nur zum Surfen verhindern, oder? Ja. So. Bin ich wieder am Anfang? Nein. Die Lava da ist geil. Ich bin mir sicher, du kannst auch irgendwie machen, dass mit der Lava nachher kannst drüber laufen. Vielleicht sogar mit dem Mew. Mew noch nicht auch. Ja, easy. Also mit dem Mew sind eine Shaming-Funktion, muss ich sagen. Mit der Mew-Funktion. Aus Mew. Probieren wir doch gerade mal aus. Seedfire. Nö, okay. Gut zu wissen. Wir sind in... Ah, schon in der Stadt auch. Ah. Oh je. Okay, da kann man angeln und surfen. Ein bisschen. Das machen wir gut reden. Hey! Utira town is often where young trainers will go first when setting on an adventure. They'll learn about all sorts of things here. In fact, that's why this town was founded, a place to hold the world's collection of knowledge. Lol. I found this really beautiful leaf that last winter. Would you like to take a look at it? Wonderful, I'd like to
Get a look of it too. Okay. Did you hear the news? The ogre rescued that poor man from Red Side Cavern in the desert. How horrible. I'm so glad we have people like a Jaren fighting against the Sky Cult. Wenn der nur wüsstet. Was ich weiß. Miss Trillis, I heard that the gym leader in Kepler City has a laboratory with all sorts of appliances, ovens, washing machines, lawnmowers, the whole lot. Woo! Could you do up in a Wechselort? I take care of all small berry bush in Old Hero Town. Berries grow from time to time and I like to share them with traveling trainers. Like here. Koba Berry. Cool. Kann ich sie auch wegnehmen? Nee. Solange nur Englisch können, dann nie mehr. Hey du. I came to Old Hero Town to learn about battling from the books in the library. Battle of the Books! It was super helpful. I have never even heard of Entry Hazard before. Okay. Some people may want to trade Pokémon or offer rare items. Wir sollten mit einer Reddit-Case. Gut, machen wir doch. Hey du, I'd like to give you a gift. Obtain Max Revive. Wow, einfach so. Okay, easy. Make sure you think twice before using it. You know, young people like you should spend more time in the library. Your brain is still growing. Learn while you still can. Ja gut, das heißt, dass du nicht mehr kannst lernen. Have you ever seen the races in Sonata City? The favorite, the win is Rapidash this year. I think I'm going to Don Grimer. I love supporting the slut. Underdog is an underslut. Grimer. Bunga. Fluff fluff. Oh, Bluff is holding an item. TM9 substitute. Delegator. Cool. Have you ever considered a career in the Pocket Navy? It's a difficult job for sure, but it can be very rewarding. I've seen so many incredible water-type Pokemon on my journeys. Hey kid, do you think you could do me a favor? I'm trying to train up my fighting type team, but I'm having trouble deciding on the best movesets for them. There's a book in a library called The Fighting Compendium. That will help, but I haven't been able to find it. If you get it for me, there will definitely reward it for you. Okay, wir müssen die Bibliothek zum das Buch finden. Und da oben rechts ist der Typus was. Ja, cool. Zuerst mal hier schnell heilen, dass wir, falls wir drauf gehen, nicht hier versetzt werden. Cool. Da kommen wir aber schon weiter, oder was ist das? Sorry. Hey, Nutella, ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Willkommen in Urtria Town. Es ist ein schönes Fleckchen. Nora, Nutella ist endlich hier. Nutella, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe gehört, was in Yadata passiert ist. Das ist so scheiße. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass der Augur wirklich der Leader von Team Skull, vom Himmelskull sein soll. Ach. Aber naja, das macht uns das, was wir hier machen, nur noch wichtiger. Erinnerst du dich vor einer kleinen Weile, was wir uns zuerst trafen, habe ich dir irgendwas mit einer antiken Prophezeiung gelabert, oder? Mit den Pixies, ne? Mit den Feen-Pokémon. Dieses hier ist die Ohira-Bibliothek. Das hat die größte Kollektion von Büchern in ganz Torren. Ich dachte, wenn wir Informationen finden, dann wohl hier. Und falls es überhaupt eine Prophezeiung gibt. Naja, Damian und ich, naja, wir sind schon mal durch die Bücher gegangen und haben die Regale durchkämmt und wollten nach Informationen suchen. Es würde uns sehr helfen und auch suchen würdest, aber zum ersten Mal werden du und ich... Hey, Moment mal, ich sagte, ich werde anfangen. Na gut, Diamond und ich haben beide Mega-Ringe und Mega-Evolution in unserem Team bereits. Wir wollten nur unsere Fähigkeiten testen. Naja, Damian denkt, wir sollten nicht so unsere Zeit verschwenden. Wieso wärst du nicht einer von uns, der gegen dich kämpfen soll, oder? Nora, wo gegen Darian zuletzt. Ha, habe ich dir doch gesagt, du willst lieber gegen mich kämpfen. Lass uns anfangen. Du wirst die wahre Macht der Mega-Entwicklung zu spüren bekommen. Genau, damit haben wir letztes Mal schon gekämpft. Darum ist heute Sidra, Nora. Oh, wow. Doublade, hä? Starker Kollege. Und vor allem Level 48, bin ich schon da hinten drin vom Level her. Damn. Flame Charge, go! Nice. Und mein Speed geht auf, das heißt, ich bin jetzt schneller als Flygun. Will-O-Wisp. Oh, du hast das mega Flygun. Yo! Yo! Yo!
trotzdem. Du bist immer noch schwach auf Eis. Darum kein Problem. Aber das Ding habe ich auch übrigens. Der Fly Guide Floet. Ja, wechseln wir schnell. Floet, gut, wer wechseln wir da ein? Ah, scheißegal, lieber schafft das schon. Nochmal Icicle Spear. Moonblast. Und tot. Weil ich ja ein Kampf-Pokémon bin, ist das sehr, sehr effektiv auf mich. Plötzlich, go! Ice Beam. Yeah! Selby! Ja, kommt auch noch ein Ice Beam hingeführen. Instant Power, macht gar nichts. Boom. Muzzle! Ha, habe ich gewusst, dass du wechselst. Jetzt bin ich sicher schneller und eliminiere Livani! Das sind coole Pokémon, ne? Bam, 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 bam. Aber leider nicht stark genug. Super effective! Und Celebi tot. Scheiße, Mann! Ach, zum verdammt nochmal. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder verloren habe. Wieso schlägst du mich immer? Wie auch immer, Dami und ich, wir werden zurück in die Bibliothek gehen und weitersuchen. Wenn du uns helfen möchtest, das wäre ziemlich geil. Wenn du etwas Interessantes gefunden hast, lass es uns wissen. Sie scheint sehr stark zu sein, oder? Naja, sie arbeitet nicht mal groß. Das bin nur ich, der arbeitet. Naja, ich werde mal weiter suchen gehen. Sie sitzt hier nur, während ich hier mir einen Ast absuche, ne? Sie sitzt hier noch rum und liest alte Bücher über die Einlandssprache. Naja, ich sollte vermutlich zurückgehen. Ich hoffe, sie wird das wirklich schätzen. Oh, ich habe noch fast vergessen. Ich habe dieses Mal einen Weg gefunden, als ich gekidnappt worden war in Bibliothek City. Gekidnappt. Es ist nur ein Haar, aber ich denke, dass es auf andere Abyss-Kultivisten gehören könnte. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich braucht, aber Mew braucht DNA zur Transformation, oder? Und jetzt kann ich einen Abyss-Kultivist mehr verwandeln. Okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt... Okay, cool. Wird sicher mal nützlich sein. Jetzt kann ich mich in Darkrai-Kultivist verwandeln und in einen Abyss-Kultivist. Allerdings nicht just for fun. Nur wenn man es wirklich auch kann brauchen. Vermutlich auch besser so. Jetzt haben wir noch kleine Sachen, die man muss reden. Da zum Beispiel. You know what completely blows my mind? Gravity. Even today, scientists only have a basic understanding of how it works. It's a powerful force. It can even bend space and time. Now it's time to name that so terrible. Boom, 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 boom. Here in our town, we don't judge you based off how you look or where you're from. We're all friends here, united by our joy of reading. Speaking of which, have you considered checking out our library? Habe ich tatsächlich auch schon considered, genau. Das ist ein wichtiges Haus sein. Hey du. You look familiar. I have seen you on TV somewhere before. I can't quite place it. I guess you have just one of those faces. Would you like to trade Pokémon? I'll trade you my Drillbur for any Dragon-type Pokémon. Nö. Wenn es kein Delta-Drillbur ist, habe ich kein Interesse. So, ich glaube, es ist auch kein Delta-Drillbur. Ganz was Schwemmholz da, hm? Der Kollege lernt es nicht, oder? Dritte Generation Battle. You'll pay for insulting my pride like that. Go, Bajana, show him what you're made of. You don't have a chance against my Zigzagoon. Go get him! Okay, cool. Look at those two controlling their Pokemon, and they are clearly expert trainers. I wish I could battle like that someday. Back when I was in college, I was graduating class with Ryokro and Professor Stillen. Those two appear very super smart. It's no wonder I became so close. You know the prophecy about the cult everyone talks about? I heard a rumor that it is written in the old library. There's an orb in an abandoned wing that some people think have to do with it. But I don't believe them. Rumors are just rumors after all. Okay. Could you do me a favor? I've been searching through the library for ages, but I couldn't find the book I was looking for anywhere. It was about moonlight and healing moves. If you could find it for me, I will give you something in return. Zum das Battlebuch suchen und das Moonbuch. Und du hast einen Normal Gem für mich. Okay, cool. Vier Spucker. Hey du. Hey du.
Do. Would you like to trade Pokémon? I'll trade you my Slugma for anything. Ja, wat even rust. Slugma loswarten. De Schnickmack. Aber nein, what's got that? Schnickmack kann ich kein Interesse. There's some lazy people in this town. They won't go into the library themselves, but they hire people to find books for them. Lazey. Why? It's easy money, though. The markings are a stone detail life of Satoru Iwata. Oh, he wishes him a sweet and peaceful rest. Oh. Schweigeminute für Satoru Iwata. Und die Schweigeminute startet jetzt. Moment. Schweigeminute und go. So, merci vielmals fürs Mithelfen in dieser Schweigeminute. So, weiter geht's. Aua. Da oben wollte ich ja eigentlich nicht. Da habe ich auch schon alles gesehen. Die zwei habe ich gesehen, die habe ich gesehen, die habe ich gesehen, die habe ich auch schon gesehen. Gut, wir können offiziell in die Bibliothek marschieren. Mit Pauken und Trompeten. Oh, das ist Lavandia. Ich habe für Lavandia. Hey du. Welcome to the Rare Town Library. I'm Zachary, the librarian here. I've made it my goal in life to still love and enjoy the reading in young kids. If you need any help, let me know. Cool. I'm reading this fascinating book about ancient horror, and apparently it was created by a Pokémon with 1,000 hands. Yeah, Arceus. This book isn't very interesting, maybe a different one. It's called The Professor's Note. Would you like to read it? Yes. Okay, das wird ein kleiner Reading-intensive Folge. Dafür auch ein bisschen ASMR. Many Pokémon Professor Scientists. Nein, machen wir nicht. Many Pokémon professors, scientists who study Pokémon as a profession, will fade into mediocrity. However, the names of those professors have withstood the test of time. Professor Oak, for key input into the development of the first Pokédex and the training of arguably the strongest trainer of all time. Professor Elm, for his discoveries about Pokémon breeding and extraordinary research. Last but not least, Professor Sycamore, for his astounding discoveries about Mega Evolution. Honorable mentions include Professor Birch, Sylvan, Juniper, and Rowan. Cool. Do. It's a book called Trick Room for Dummies by London. Das steht interessant, scheint's. Das. It's a book called The Grapes of Polyroth. Let's have a lesen. This book isn't very interesting, maybe a different one. It's a play called The Taming of the Sandshrew. Cool. It's a book called Legends of Sinnoh. I'm the smartest one of them all. I've spent years researching the strongest moves. Can you handle it? What move shall I teach you? Oh. Bind, Snore, Covet, Superfang, Endeavor, Last Resort, Block, Roleplay, Gastro Acid, Worry Seed, After You, Helping Hand, Swift, Endure, Double Edge, Button Pass, Celebrate, Happy Hour, Hold Hands, Hold Back, Body Slam, Metronome, Mimic, Fake Out. Nix. It's a book called The Very Hungry Caterpie. It's a book called The Rarest Pokeballs. Would you like to read it? Yeah, man! Poke, Great, and Ultra Balls are commonplace items for every Pokemon trainer. Certain types of Pokeballs, however, are sought after by and sort of all trainers.
The Master Ball is a legend amongst trainers for its ability to catch any Pokémon without fail. The Ancient Ball is another rare form of Pokéball that works especially well on legendaries. Sure. There also exists an Infinity Ball, but not much is known about it, as one has never been replicated. It's a book called The Fault of Our Starius. Okay. It's a book called The Boxy Scandal. Would you like to read it? Oh yeah! The Boxy Scandal was a term denoted to an incident many years ago in which young gym leader Boxy of the Johto region was accused of intentionally losing a Pokemon battle for money. Since then, the Azelar town gym has been disbandoned due to public backlash and a negative stigma. Okay. Arceus and Giratina would like to read. Yeah, man! Arceus, Arceus and Giratina. Arceus. Ik zei Arceus, maar het is eigenlijk Arceus. Arceus and Giratina are the names for the two most ancient Pokemon in cosmology. Ancient texts say that Arceus created Dialga and Palkia and Giratina. However, Giratina was displeased and revolted. His insurgency was quickly damped down by the other three creation Pokemon, and he was banished into the distortion world. Wow. This book is very interesting. It's called I Got Swagger. Yoo-hoo! Swagger and Attractor moves that are not notoriously difficult to fight against due to the randomness aspect they add to the battles. They are also known for being infuriating and frustrating to battle. For the same reason. Recently, however, researchers have found that the colloquially known hacks in the Torrent region has been far less prominent than usual. The reasoning for it is currently unknown. It's a book called Healing and You. It's full of information and equations to do with healing moves. Cool. This book is more interesting. Okay, then it does. Religious freedom in Torrent. Like to read? Yeah, man. The Torrent region prides itself on religious freedom for all its citizens. Unfortunately, this had led to several wars and conflicts, such as the cult plague around the nation. Steps are being implemented to change the laws around the religious freedom. Propositions include restricting worship of legendaries or merely removing abilities to bypass any laws due to religious beliefs. Okay. Love in the Time of Charmander. Oh, you. Love in the Town of... Dat is een alte klassieker waar renamed worden zijn. Cool. Hey, do. I'm reading up on the famous use of electric type Pokemon. It's super interesting. I'd never heard of Lieutenant Surge before. It's a book called Anatomy of Dugtrio. Okay, many experiments have been done in order to truly understand what goes on in Diglett and Dugtrio beneath the surface. Compiled below is a list of information known about the body parts of Diglett and Dugtrio below the ground. Lar. Cool. 100 Years of Geodude. Wow. This book is very interesting to learn. The Girl with the Dragonite Tattoo. Lol. Okay. You're not really supposed to be talking when you're in here. It's a library after all. Who was the first Pokemon trainer? Experts and historians often disagree on who the very first Pokemon trainer was due to their differences in definitions. Some define a trainer as someone who uses Pokeballs to capture and train Pokemon, whereas some define it as someone who has any control of Pokemon at all. Most people agree that the very first person to train a Pokemon over use in combat was King Vezeran, who controlled the majority of the medieval world. However, some people don't believe the era of Pokemon trainers began until the common use of the Pokeball, with Agatha of the Kanto, was the first major user. Ja, zusammen mit Professor Eich tatsächlich haben sie sich Battle geliefert. Wir gehen davon aus, dass die Szene am Anfang, wo Gengar gegen Nidrino kämpft, das ist eine Szene aus dem Kampf Professor Eich gegen Agathe. Damals noch nicht Professor Eich natürlich. Naja, Agathe älter als Eich, darum Agathe die erste. Okay. American Psyduck. American Psyduck. Good night, Little Town. Pokemon races. Oh yeah. Pokemon races have been an attractive tourist destination for surrounding the city for many years.
What's very interesting about the races is that Pokemon's speed does not seem to factor into which wins the race. A Swirl is just as likely to win as Electrode, which adds very interesting betting and gambling component to the races. Okay. Oh, das ist das Fenster, cool. Aber so ist ein bisschen düster da drin, ne? Schön. Hey, hey, noch mehr Bücher. Oi, oi, oi. Statue. Those paintings on the wall are a bit creepy. Sometimes I swear those eyes follow around. Okay. Criticism of the second ogre. Ooh, the pages have been ripped out. Intro of Hazards by Cindy. Fashion in Torin. No, eigenlijk niet. Due to the variety of clothing available to purchase and people not wearing the same 24/7 fashion is a very big deal to many citizens of Torin. Popular trends at the moment include all purple get-ups made popular by celebrities of the region, as well as love for fedoras due to the speakers against Sinnoh's cosmological beliefs. Okay, nu met meer groen trekken, hè? Lapras Shrugged. New Moon Guide by Tobias. Hoe zit das mit, ne? Ich hätte ja das Buch über Mond. The Hitmontop's Guide to the Galaxy. Hitmontop's Guide to the Galaxy, WTF. The library is super interesting, so much of the information it's useless, but it's also so cool. It's a book called The Catcher in the Raichu. Oops. The Adventures of Shuckleberry Shuckleberry Finn. Oh god. Rain Teams and You by Jaden. Team Building Basics by Eric. The Rabbit of Courage. Ich glaube, so haben sie sich Videogames verewigt. Macher. There are many popular video games in the world, but there are none so popular than the humans. It's Pokemon Jack's humans. It's loosely based off of real life, but with the difference of not having Pokemon in the world. It is commonly classified as an ultra horror or depressing game and is most definitely not recommended to be played. Go play outside with your Pokemon instead. Wow, that is deep. See. The Secret Lives of Combies. LOL. Eerst terug hoeven. Team Rocket was here. Wow. What degenerate was responsible for this? This book's written in Latin. Wonder why. This book seems to revolve around the backstories of some prominent ghost-type Pokemon such as Chandelure, Drifloon, and Banette. Cool. This book talks about the deep-sea Pokemon that the government has been hiding for the population. If the Abyss Cult heard about this one. This book seems to be about the worship of Giratina and discusses potential ways to free it. Lots of grisly rituals are described within. This book seems to be purring. On second thought, better not touch this one. This book talks about the creation of Delta Pokemon through experimentation. Seems to be a lot more horrific than at first thought. This upper floor is bizarre, but the books are just so darn interesting. Be careful with the books you find up here. Some of them contain dangerous or confidential information. Hey, there's a note in this book. To whomever should find this book and read this note, this book is the product of years of research and countless experiments conducted as a genetic engineer for the act called perfection. Though I admittedly was originally only interested in testing the genetic delimitation for a species of Pokemon, I can no longer sit by and observe the experiments conducted by this cult, which could scarcely be referred to as humane. Dat is net die wo in ondergrond in Black Market ook Hana kan maken. Our leader insists that developing the perfect Pokemon is the key to our world reaching a so-called golden age. And perhaps he's right. But I'm certain that the methods acquiring these goals are incorrect. The time that I spent playing together with Pokemon as a child have continually reminded me that how the feelings and bonds that humans and Pokemon share, and not to be terrified with. Unfortunately, this nigh possible to articulate the point, but my colleagues' whose decisions are only swayed by data results. But the truth is, I have been carefully withholding information concerning my latest experiment, whose results will only reveal themselves after the Pokemon have moved on past its base stage.
I want to create a Pokemon that will reward a trainer that raises it with love and care, with a truly spectacular display, one that reminds everyone who sees it, and that even has the world continue. Oh God, has the world continues to change. Even as the world continues to change. Oh God, for the worse, there is still a hope for better change, just as the seasons change from winter to spring. Sadly, I knew that this will be my life's last work, as I know that our leader will not be pleased that I have engaged in research that will be no doubt considered to be a waste of his precious resources. However, with the destruction of our laboratory due to that abomination, there is no better time for me to escape with my research. I know that the cult of perfection will hunt me down eventually, and that I ultimately cannot see the results of my effort come to fruition with Früchte tragen, fruition, cool, which is where you, whoever is reading this, come into play. Take this book with you and seek out the Delta Pokemon that I allowed to escape. Use it to collect leaves from trees throughout the region as reminders of the journey that the two of you have experienced. Please get this Pokemon care that I was unable to provide. Though I have no data to support my claims, I can assure you that you will not find your efforts wasted in the end. Das Book of Leaves habe ich jetzt bekommen. Wow. Junge! Was für eine düstere Story. Aber ja, wir wissen, der Kult der Perfektionisten hat etwas vor. Und naja, es gibt ein böses Team da. Es sind sehr viele verschiedene kultivistische Teams, gegen die wir kämpfen müssen. This book seems to be filled with various cosmological horrors. This is another Darkrai. Let's hope Persephone doesn't see this one. There's the Darkrai cult leader. The book is titled Adopt Anime and Why It Isn't As Bad As You Might Think. The floor of the library truly is filled with horrific books. Oh God, jeder weiß, dass ein Anime mit Synchronstimme nur halb so gut ist wie alle anderen. This book talks about the Novan language structure. New Moon, wow. Yo. Seht ihr das? Seine Augen. Creepy. Dum, bum, bum. Der Shelf habe ich schon. Jo, das ist angekettet. Wieso? I wonder how I managed to make that crystal float. Ja, wohl frage ich mich auch. Da hat es eine Ecke, wo man nicht kann, okay. Die Odyssey. Mirapla. Gott. Sky High Hoenn by Brandon. Oh, cool. Hat der Brix das Buch geschrieben? Okay. This book is more interesting than The Great Ghastly. The Great Gatsby. Ah. Gott, ist das genial. Kann man da etwas schauen? Nein. Okay. A Whirlpool in Time. So good. I'm looking for a book how weather conditions affect battling. Did you know that there are conditions exclusive to our own region? I'm hoping to become an expert of all of them. Oh, cool, new quest, nice. This book is more interesting than Gehe Town. Oh, cool. Gehe Town is a small town in the northwest corner of the region. Oh, that'll be the first ogre was also born in Gehe Town. And before his disappearance, ran a dark type themed gym before his disappearance. It's a book called Guide to Button Pass by Kyla. Where the wild Pokémon are. Habe ich jetzt ja auch schon gehabt, Criticism of Second Ogre. Ja, habe ich schon gesehen. Cool. Und dann ja auch gesehen. Und da vorne ist wieder das Bild, das mich verfolgt. Ich aber nicht kann. Irgendwie interagieren mit. Und da geht es noch weiter rüber. Gott, jetzt Bücher am Boden. Jetzt haben wir schon 3 Bilder, die mich alle beobachten. The Fighting Compendium. It's full of old diagrams, graphs and drawings to do with the fighting type Pokémon. Ja, ich muss es aber bringen. Manipulating the stock market and you. Oh. The stock market of the Torn region functions like the majority of stock markets. As the value of the company goes up, so does your share. It's technically illegal due to the small overall population of the region, but the market can be influenced slightly by purchases. Investing in Pokeballs before buying a lot of them is a very viable strategy.
It's a book called From Whom Weeping Bell Tolls. This book is loose. Pulling it causes something to happen. Living in the Snow by Yuki. Yuki is Japanisch for snow. Also Schnee. This book isn't very interesting, maybe a different one. Okay. Top secret Pokemon information! Okay. This information is super top secret. Certain Pokemon can have a rare quality to them. Recently discovered this quality can affect the strength of their moves, their defenses, and much more. Scientists have tentatively adopted this quality Pokemon's type. Ach, sorry. Keep in mind this information is top secret. Ah, okay, sie haben Stab Moves entdeckt. Hey, shh, you're not supposed to talk in here. From whom the Whipping Bell Tolls. Schau dir, noch voll schon gehabt. Das Buch doppelt. Was ist denn das? Grimer and the Punishments. I used to be a trainer before I came to the library, and those days are long past, so you might better find those and I will. Oh, cool. Yeah. The Giving Travelants. War and Pichu. War and Peace, War and Pichu. Super. That's the first one, huh? Lawrence of Abra. Ja, da ist schon etwas. Auf jeden Fall haben wir da jetzt Delta-Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was das soll sein. Kommt der Bus. Badu! Oh! Badu! Wow, das sieht geil aus. Badu ist das Ding, das Knospi. Delta Knospi. Pokémon. Delta Knospi, yeah! Wow, Delta Knospi, will ich so etwas von mitnehmen. Sorry Sandy, aber du bist jetzt raus. Badu, Blanket Pokémon, and that species discovered by Love the Four Rocket Bros. Love the Four Rocket Bros. Okay, and Echo the Third. It hides itself from the sun during the day and stares longingly at the moon at night. Dark Fairy type. Nickname. Yeah man. Blanket is Dekli. Nee. Teppich, vom Teppich. Wie hat Teppich ausgesehen? Cool. Bam, 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 bam. Cool. Nice. Dann haben wir den Raum abgeschlossen, den Raum abgeschlossen, das sind wir im Hauptraum. Da rechts ist noch ein Raum. Die Statue vom Professor Lind. Or the beautiful video of the outside world, simply astonishing. I've been one, bla 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 bla, langsam schießt es mich vor. Muss ich sagen. So. Hoffentlich sind ganz viele nicht so interessant. Lord of the Flygons, Herr von der Libeldras, genau. A guide to giving your Pokémon a better home, by definitely not a Team Rocket member. Cool. Dante's Infernape. The Lion, the Witch and the War Turtle. Der Löwe, die Hexe und der Kran. Torrent Potions cause Pokerus. Verschwörungstheoretiker. Sandstorm guiding competitive play. Okay. A guide to giving a Pokemon a better home. Definitely not a Team Rocket member. Das Buch geht's doppelt. A Tale of Mewtwo Cities. The Old Man and the Seadra. The Old Man and the Monster. Wie heißt's? And the sea. The Kanto region and its heroes. Did you know that Smeargle can learn the most moves of any Pokemon? That's because it can the only one that learns Sketch. Ah, wow, learning so many things today. Ja, es kann alles lernen. A Dance with Dragonites. Dance with Dragons, ich glaube so. Oh Gott, Dance with Dragonites. Cool. Tales of Wezron. Oh, sorry, was that? Okay, seems to be a fictional story about a young hero of the Wezron region. Cool. She seems to be too focused or whatever on her phone. Pay in mind. Aesop Clefables. Aesop. Aesop ist doch ein Dings gewesen, mit seinen Fabeln. Aesops Fabeln. One flew over the sparrow's nest. The picture of Dorian Greninja. Und da haben wir nichts mehr. Okay. Da kann
kann ich noch ein Buch lesen. From Whom the Beldam Tolls. Whipping Bell haben wir schon vorher gehört, sondern der Beldam. Dr. Tellison and Mr. Hydragon. Den haben wir auch schon gehabt, oder? Ja, Dante's Infernape. Den haben wir schon gesehen. Ja, dann kann man ja weiter. Doors locked. Abandoned wing, keep out. An abandoned wing? Nice find, Teller. This might be just... Oh god. This might just be where the prophecy is stored. I agree. I agree. No other is a prophecy except for the cult leaders. It would have to be hidden somewhere and most people wouldn't lock. Are you re-entering the abandoned wing? May I ask what interests you? Oh, we are just to look for a very old book, sir. We're trainers, you see, and we're trying to take down the cults, and we figured that someone prophecy about them might be back here. So I see, you'd be surprised at how many people will look for a prophecy. Tourists. I'll let you in if you want. There's no prophecy back there, but there's that one glowing orb. An orb? What do you mean? That's right. It's been there since the library was built. It's only one of many different odds and ends lying around the wing. For whatever reason, people believe it has to do with the prophecy, so they'll try to get it to react to them. I've already seen hundreds of people leave disappointed. Do you really want to waste your time? Well, we might as well try it. Damien, for once in your life, you're right. Let us in, please. I promise we'll be quick. Fine. But we really will need to be fast. I have a lot of things to do today. Alright, it's unlocked. The glowing orb in the flora is abandoned wing. I'll take you to see it. Be careful though, there will be both Pokémon and possibly even trainers back there. Trainer? The fuck? Wow, das ist wirklich abandoned. Yo! Jetzt wirklich viele Pokémon. Das glaub's. Cool. Man irgendwie ein Geist-Pokémon kann trainieren oder eine Unlichtattacke. Ne? Sorry. Nein, irgendwie gerade nicht so. Okay. Bist du ein Trainer? Ja, ein Geist-Trainer. Typ, der hinten gestorben ist auch. Lol. Lampens, juhu, Earthquake! Boom! Tot. Oh, da brachten wir jetzt. Juhu! Spirit Dump. Krippok. Nice. Oh, es hat mich Sucker punched. Wenn es mich nochmal Sucker puncht, bin ich tot. Darum. Cleaver. Du kannst nicht noch so lange Sucker punchen. So. Ja, High Flash. Es hat mich nicht Sucker punched, okay, komisch. So. Dum, dum, bam, bam, bam. Da kann man nicht durch. Jetzt viele Bücher im Weg rumliegen. Stell dir vor, du kommst nicht durch, weil ein Buch im Weg liegt. Und irgendwo ist auch der Orb. Oh, Miss Magius. Also wenn ich Gast-Pokémon trainiere oder Honig-Pokémon, komme ich da hin. Obwohl sie ein bisschen schwach sind. Hey du. Wow. Ginger! Yo! Aber da ist der Unterschied zwischen dem wilden Pokémon und dem Gengar 10 Level. Das ist einfach zu viel. Psychoschock. Oh fuck. Holen wir wieder ab. Cleaver, das hast du vorher gut gemacht. Night Slash. Ich habe ja eigentlich Attacke, lol. Also ich sollte jetzt Cleaver nach vorne tun und immer angreifen. Crossjob, was ist denn das? 100. The user delivers a double job with its 4. Ah, das ist Kreuzhieb. Ja, nehmen wir Close Sweep raus. Stark. Cleaver, stark. Der ist schon tot. Ja, da muss ich fast Blitz rein. Oder Check. Soll ich Check für ihn? Komm nicht durch. Nein, da auch nicht. Ja, super, du darfst es zeigen. Bum, bum. Ich muss übrigens auch ein bisschen lesen über die Bücher her. Ich habe es gar nicht geschaut.
gut zu wissen. Bam, 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 bam. Das klappt. Und der Check da. Stark Ding, 42. Gehe Crash, glaube ich, wahrscheinlich schwerer als so ein Geistli. Obwohl ich immer noch nicht so gefunden, wie schwer ich wirklich bin. Nicht ich, das Check. Dann. Können wir noch hier schauen. Das weitere Trainer. Oh Gott, langsam wird es ein bisschen verwirrend. Trainer, ahoi! Das klappt's. Und der Moran-Check. Das klappt's, ist glaube ich ein bisschen schwerer, aber... Ja, ist echt schwer. Oh, ein Curse. Und Flame Charge. Und mit Speed gut rauf. Heisst, ich bin jetzt schneller als alles, was da kommt. Vielleicht. Kein Problem. Aber der muss doch leicht sein. Komm, wenn das da rumschwebt. Oh shit. Okay, danke Jack für deine Hilfe. Trotzdem, ich rechne, ich soll wechseln. Auf Blitze, zum sicher gehen. Wie Fehler. Donnerblitz war eigentlich mal etwas für mein Blitze. Also einfach muss eine gute Attacke. Bam, bam, dann, dann. Magie. Ice Wind. Oh, Frozen Solid, cool. Da kann ich mich ja mit dem Nuzzle besiegen. Oh, hätte ich auch so können. Bam, 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 bam. Aber nicht. Wie viel EP gibt es nicht ankämpfen? Cool. Ist okay. Auch Dinos geben es 7 mal so viel. Und natürlich kann ich es vermutlich sogar auf Level 50 setzen. Die auch Dinos. Darum ja. Ah, das ist ein Escape Rope. Habe ich auch schon die eine oder andere gefunden. Hallo zusammen. Seht ihr das Leuchten im Hintergrund? Naja, das ist der Orb, auf den alle suchen. Es sieht aus wie ein Haufen Scheiße, wenn ihr mich fragt. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Scheiß mit der Prophezeiung zu tun hat. Es ist vermutlich nur eine Legende, wie auch immer. Geht. Und macht auf schnell fertig da. Who there still like me? Was war das denn? Was passiert hier? Das ist hier noch nie passiert. Es ist so gut, wieder wach zu sein. Wer haben wir denn da? Neue Hausgäste? Wenn du wegen der Prophezeiung hier bist, musst du arbeiten. Und zwar hart aus jetzt. Naja, nun, so sieht es aus. Ich bin derjenige, der sie geschrieben hat vor langer, langer Zeit. Aber du bist verdammt falsch, wenn du glaubst, dass ich auch nur ein Wörtchen davon erzählen werde. Ich war der Prophet von Arceus und das Orakel von Delphox. Was ist Delphox? Ist doch ein Ding. Oder Delphox auf Deutsch. Gott! Flamme-Pokémon da, Magie-Flamme. Ich habe gebetet, lange bevor Höhen kreiert wurde. Wenn du mehr über die Geheimnisse der Zukunft erfahren möchtest, musst du dich schon gewaltvoll an dich reißen. Was zum Teufel ist das? Ancient Oracle, war auch immer macht Battle Claydon. Wow, Calm Mind, ich glaube, gegen den kann ich mich ein bisschen boosten. Power Split, okay, nochmal Calm Mind. Power Split, ja, wenn wir beide noch viel gleich. Sobald wir beide noch gleich viel Power haben, spielt das absolut keine Rolle. Okay. Ice Beam! Ja, Mann, dann ist es dreifach stark. Ich glaub's. Delphox, war schon das Delphox, den ich gemeint habe. Das sind gemeint, genau. Shockwave. Go! Ich bin so boosted, du hast keine Chance. Chalicent. Umso mehr. Alles so mysteriöse Pokémon, das finde ich cool. Ah, komm jetzt. Ah, fuck, jetzt falsche Attacke eingesetzt, ich wurde Tobu.
Nein, ich habe Eisattacke eingesetzt, nicht Elektroattacke. Gott, bin ich dumm. Iggy Slash. Nicht einmal das überlebt. Oh mein Gott. Und Nassel ist ein physischer Attack, wohlgemerkt. Hä, wie ist es denn gegangen? Ja Mann, Thunderbolt, endlich! Thunderbolt anstelle vom Schock. Ich glaube, der Angriff jetzt nicht erhöht. Ja, komisch. Spielfelder wahrscheinlich. Banett. Und auch den machen wir weg. Du wirst auch ein Mega-Pokémon haben, aber ich bin immer noch besser. Mit Donnerblitz. Nein! Ja, fast ein perfektes Sweep gehabt. Aber naja, wenn er schneller ist mit Sucker Punch, dann ist er schneller mit Sucker Punch. Ist jetzt der Sucker Punch schneller oder mein Shadow Sneak? Eigentlich sollte es Sucker Punch sein. Also der, der eigentlich schneller ist. So. Ah, also ich bin schneller als Banett. Gut. So gut zu wissen. Macht auch Sinn eigentlich. Nicht schlecht. Na gut. Ich werde nun die Katze aus dem Sack lassen. Es gibt so einen lustigen Witz über Hergehen. Frau hat gesagt, soll mal die Katze aus dem Sack lassen. Und du für einen Katzensack tun. Diese Prophezeiung wurde missverstanden viele Male. Auch die Kultlieder haben nie die richtige Variante gehört. Ah, das heißt, sie wissen gar nicht, was die Prophezeiung heißt? Na, so ist es. Ich werde dir natürlich nicht das Ganze sagen. Es ist ein schreckliches Gedicht, aber das ist ein schreckliches Gedicht, das einfach falsch zu interpretieren ist. Aber naja, und ich will want to be that oracle, you know. Und ich will ja nicht das Orakel sein, das es falsch macht, ne? Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir machen jetzt genau auf Englisch, es geht so lang. The first thing predicted was the emergence of a hero chosen by legendary Pokémon. Secondly, this hero will succeed. Undefeated in Torrent, they'll move on victorious. The last secret piece of information is that the end of the hero will join the infernal cult and betray their friends. That's basic it. Oh wait, one of us is going to the infernal cult? Yeah, well you can't leave us with that. Who's the hero? How can we stop from what's happening? You can't avoid fate, Nora. Einer von uns wird sich an einen Kult anschließen müssen. Well, you can easily say he doesn't have a flair of dramatic. It reminds me of how Arthur L. Frankbaum, the Autor L. Frankbaum, did when introducing. Oh, shut up! How can you stay so calm? We're just a full traitor. This isn't time to joke around. No, well, he did say that you'll get rid of the cults, right? I'm the librarian as prophecies go. I've heard far worse. Plus, nobody knows about this, right? You can use that to your advantage. But anyways, people are probably waiting for me at the front desk, so I need to go head back. Let me know if you need any more help with, well, with their library and stuff I can help with. See you around, heroes. Nora, hör zu. Gerät jetzt nicht in Panik, okay? Nicht in Panik geraten? Verdammt, Damian! Uns wurde soeben gesagt, dass wir ja nur verlieren werden. Leute werden sterben. Aber sich darüber Sorgen zu machen, wird uns jetzt auch nicht helfen. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn uns das uns gegeneinander aufbringt, dann können wir Reich aufgeben. Und jetzt bist du mich schon am Kritisieren, Damian? Weißt du, wenn ich einer der Kultivisten wäre, würde ich nicht mit der Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollen. Aber naja, natürlich würdest du nie so etwas tun, oder? Not Mister. Nicht der I ran my mouth in front of cultivists and got kidnapped in a garbage dump. Mister. Natürlich nicht der Herr. Ich konnte meine Mal vor den Kultivisten nicht halten und bin deswegen auf eine Müllhalde entführt worden. Ja, ne? No, bitte hör auf. Du weißt, was ich denke, Damian. Ich denke, deine Stiefmutter hat recht über dich. Stiefmutter ist da, uns so kostet. Ich werde jetzt gehen. Ich werde dich ins Nattersekte sehen, Nutella. Es gibt eine Arena dort. Und wir brauchen diesen Orden zum Tauchen.
Wieso habe ich das alles gesagt? Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich fühle mich schrecklich. Ich werde mich entschuldigen gehen. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr verletzt. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Damian, warte! Und wir sind zurückgelassen, ganz allein. In der gespenktischen Bibliothek. Wir machen es auf auf die Suche nach... Naja, wir gehen in die nächste Stadt. Sonata City hat er, glaube ich, heisst. Gibt es ein Pokémon Race Jeans? Ah, naja. Ein neues Pokémon-Team wird auf euch zukommen. Freut euch, ich freue mich und freuen uns alle gegenseitig. Bis zum nächsten Mal. Pokémon Insurgence. Bis dahin. Ciao.